In dieser Folge nehme ich euch mit in eine außergewöhnliche Session. Für mich eine der anspruchsvollsten, die ich bis heute gesurft bin. Extrem hohe Energie im Wasser und bis zu 3,5 Meter hohe Wellen auf eine flache Sandbank. Ich dachte, ich könnte das gut handeln, aber schon bei meinem ersten Wipeout wusste ich, dass irgendwas nicht stimmt. Jetzt im Sommer, wo das Meer ruhig da liegt und kleine Wellen mit wenig Energie für schöne Longboard-Sessions sorgen, lässt mich fast vergessen, wie mächtig die Stürme des Winters den Atlantik aufpeitschen können. Ein Tag im Februar allerdings, der besonders große Wellen brachte, ist mir besonders in Erinnerung geblieben. 3 bis 4 Meter, 19 Sekunden Periode. Das kommt von weit draußen auf dem Atlantik und trifft hier auf eine flache Sandbank. Nils und ich sind die einzigen, die sich das Ganze überhaupt ansehen. Der Forecast sieht alles andere als einladend aus. Angekommen und stoked überlegen wir noch kurz und entscheiden schnell reinzugehen, ohne ganz sicher zu sein, ob wir schon ein richtiges Set gesehen haben. Bei 19 Sekunden dauert es länger, bis die Sets kommen. Vielleicht haben wir zu schnell entschieden. In der Regel hat der Strand hier eigentlich immer Sand. Mal ein bisschen mehr, mal weniger. Das kennt man und es ändert sich auch ein bisschen über die Saison. Aber die Winterswells dieses Jahr haben ihn einfach komplett weggespült. Und zwar alles. Was übrig ist, sind die Steine, die vorher darunter lagen. Da zeigt das Meer mal richtig, was es wirklich drauf hat. Es ist schon Wahnsinn, dass tausende Tonnen Sand teilweise in wenigen Stunden während eines einzigen starken Sturms wegbewegt werden. Der Einstieg geht über Felsen. Erst raue, zum Teil mit scharfen Ecken und je näher man ans Wasser kommt, desto runder und damit auch glitschiger vor allem im Wasser werden sie. Barfuß und mit nur einer Hand frei stolpern wir dem Wasser entgegen. Immer bedacht, nicht über die eigene Leash zu stolpern oder sich irgendwo zu verheddern. Je weiter man ins noch flache Wasser vordringt, desto schwieriger wird es. Denn hier kommen jetzt noch die Wellen dazu, die reindrücken und versuchen, einen von den Füßen zu reißen, um einen dann über die Käsereibe der Natur zu ziehen. Was mache ich hier schon wieder, Freunde? Alles voller Steine. Das bleibt hier die ganze Zeit so flach. Das Wasser geht mit der riesen Energie hier durch. Ja. Dann kommt das nächste Set, so wie es aussieht. Im Wasser ist es dann nochmal eine ganz andere Welt. Von außen sehen 3 bis 4 Meter zwar groß aus, einmal im Wasser sehen sie dann riesig aus. Wir paddeln raus durch die Impact-Zone, keine Pause und einfach durchhalten, bis man draußen ist. Immerhin sind die Pausen zwischen den Sets bei der großen Periode recht lang, wir kommen gut durch. Aber mir ist auch klar, dass ich früher oder später an der falschen Stelle sitzen werde. Bei der Größe macht mich das schon nervös. Nils, das muss man einfach so sagen, der surft schon um Welten besser als ich. So ganz ohne Neid gesagt. Timing könnte ich ganz gut erwischt haben. So, und auch er war froh, das nicht allein machen zu müssen. Und wenn er sich schon darum Gedanken macht, dann weiß ich, die Bedingungen sind nicht zum Spaßen. Oh mein Gott. Yeah. I'm sitting on the shoulder. Ich schaue ihm zu, wie er eine Welle nimmt und denke, genau dafür sind wir hier.
Die Wellen sind stark, aber unberechenbar. Viele formen sich zu Close-Outs. Da gibt es dann keinen Ausweg nach links, keinen nach rechts. Deswegen versuche ich bei solchen Tagen, und die gibt es nicht allzu oft für mich, dann schon sehr bedacht meine Wellen auszuwählen. Und vor allem zwinge ich mich dazu, richtig zu committen, wenn ich die anpaddel. Denn da gibt es eigentlich nichts Schlimmeres, als nur halb zu committen und dann oben in der Welle gehalten zu werden, bis sie einen runterreißt. Wenn man dann in einer drinne ist, die dann doch zumacht, dann am besten versuchen, nicht vor der Lippe zu sein und von ihr erwischt zu werden. Denn die Sandbank hier, die ist ziemlich flach. Und an so einem Tag dann am falschen Ort im falschen Moment zu sein, kann auf jeden Fall Konsequenzen haben. Das ist eine der Sessions, an der ich auch überhaupt gar nicht dran denke, irgendwie gut zu surfen, sondern ich bin schon froh, überhaupt eine Welle zu bekommen oder mich überwunden zu haben, dem Ganzen zu stellen. Da liegt mein ganzer Fokus dann drauf, hier keine Fehler zu machen. Ah. Yeah. But it's closed. You go on the one she like. Yeah, I'm gonna go on. I have to commit. It's your joke, man. Like going out. Yeah. You have the right board. Doch dann mache ich einen Fehler. Eine Setwelle kommt und ich sehe, wie sie sich aufbaut. Die formt sich zum Closeout. Und ich mache das, was ich in kleinen Wellen schon unzählige Male gemacht habe. Ich spring Kopf voraus in die Wellenface. Noch im Sprung kommt mir aber ein beunruhigender Blitzgedanke. Ich bin viel schneller als auf einer kleineren Welle. Die Welle selbst ist um ein Vielfaches massiver und schneller. Mein Kopf ist auch noch schwerer durch die nasse Haube, den Helm und die GoPro, die ich im Mund habe. Ich versuche noch den Kopf gerade zu halten, doch als ich in die Face einschlage, fühlt es sich an, als hätte ich den Seemannsköpfer aus 20 Metern Höhe gemacht. Sofort reißt es mir den Kopf herum und er wird an meine Schulter gepresst. Es knackt und sticht im Nacken. Aber jetzt erstmal weiter Luft anhalten, denn das Set ist noch nicht vorbei und es hält mich immer wieder unten. Immerhin kriege ich jetzt einen super Blick darauf, wie Nils sich in eine Welle reinstürzt. Und mir wird klar, wie groß die Wellen tatsächlich sind. Meine erste Welle. Ich war echt nervös. Die Wellen sind okay, aber ich habe einen riesen Fehler gemacht. Ich bin, ihr habt es gesehen, head first in die Welle eingetaucht. Und mir hat es dabei so den Hals verrissen. Hat richtig hinten neben der Wirbelsäule, also im Halsnacken so geknirscht. Es tut's nicht weh, ich kann alles bewegen, fühlt sich dir so ein bisschen komisch an, aber ansonsten gut. Die größte Lernerfahrung gerade bei kräftigen Wellen: mit den Füßen zuerst in die Face springen, nicht mit dem Kopf zuerst. Kein Köpfer machen. Obwohl ich die Hände voraus hatte, aber mir hat so den Kopf zerrissen wie beim Autounfall. Ah ja, auf der nächsten mache ich es besser. Ich bin dann noch eine Weile draußen geblieben, weil ich mir erstmal sicher war, dass es vielleicht doch nichts Schlimmeres ist. Und mich dann auch wieder in die nächsten Wellen getraut, auch wenn die nicht unbedingt erfolgreicher waren als meine erste Welle. Die Holddowns an dem Tag waren absolut respekteinflößend und immer wieder nach hinten raus zu paddeln ins Line-Up war echt ein ganzes Workout für sich allein. Ja! Ja!
Im Nachgang zeigt sich eine Woche lang ordentlich steifer Hals, vielleicht so ein bisschen wie nach einem Schleudertrauma. Aber auf jeden Fall kein gebrochenes Genick. Krankenhaus war auch nicht nötig und damit kein schlimmeres Ende. Nochmal Glück gehabt. An der Stelle will ich auf jeden Fall auch dazu sagen, das bitte nicht nachzumachen, ganz ausdrücklich. Denn was man jetzt hier so in dem Video sieht, man sich denkt, das kann man vielleicht einfach mal so mitmachen und es passiert schon nichts, das ist ein Trugschluss. Nils und ich haben uns da über viele Jahre rangetastet und wissen genau, welche Größe und welche Energie im Wasser wir abhaben können und welche Wellen wir quasi noch auf den Kopf nehmen können, welche Holdowns wir auch aushalten können. Und wenn man sich dort verschätzt oder das Ganze auch unterschätzt, dann ist das wird das zu einem echten Risiko. Insofern bitte nicht nachmachen. An der Session hat dann auch gleich die GoPro versagt. Es ist aber so und so nicht mehr viel passiert und die Session war so und so gleich zu Ende. Insofern schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Nicht vergessen zu abonnieren, zu liken und zu kommentieren, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Freunde.